Nari, Naro, hallo zusammen, hier ist die Oma Betty zur närrischen Zeit. Hello, Alaf, Ahoi, Holla, Hoya, Nari, Naro. Ja, das alles sind Rufe der Narren zum Fasching, zum Karneval, zur Fasend, zur Fasnet. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Alles Bezeichnungen rund um die närrische Zeit in Deutschland. Und ich habe so richtig Lust, euch heute in dieser närrischen Zeit mal ein ganz typisches Gericht zu kochen. Unsere Badener, wo ich hier wohne, in Baden, die lieben die närrische Bohnensuppe. Die ist so schön deftig und kräftig und scharf und die heizt so richtig ein. Und die wird wirklich geliebt von den Narren und auch von meiner Familie, gerade in dieser närrischen Zeit. Ich habe mir schon alles besorgt, was ich dazu brauche und werde sie jetzt mit euch zusammen kochen. Und wenn ihr auch Lust habt auf eine närrische Bohnensuppe, die man allerdings auch zu einer anderen Zeit essen kann, aber jetzt zu dieser närrischen Zeit schmeckt sie halt am besten. Ich habe mir alles schon hier hergestellt, was ich brauche dazu. Das werde ich euch jetzt zeigen und anschließend geht es an den Herd. Die Grundlage bilden erstmal gute Rinderknochen. Die habe ich mir wieder beim Metzger meines Vertrauens besorgt. Schön gesägte und fleischige Rinderknochen. Um schöne Röststoffe zu bekommen, brate ich die Knochen erstmal in etwas Butterschmalz an und fülle erst dann auf mit Wasser. Butterschmalz in den Topf. Ui, das ist doch schon heiß genug. Gib doch mal die Knochen rein. Ja, doch. Die Knochen werden nur von einer Seite angebraten. Das Suppengemüse zum Rösten, wie Karotten und Sellerie, gebe ich gleich mit hinein. Nachdem die Knochen von einer Seite gut gebraten sind, kommen sie wieder heraus. Dafür hinein kommt noch eine Zwiebel in grobe Würfel geschnitten. Wie das schon duftet, Oma Betty. Aber ich glaube, jetzt muss der Lauch noch rein. Na, dann machen wir das mal. Kasperle, Lauch hinein. Nachdem das Gemüse gut durchgeröstet wurde, sieht man, dass es auf dem Boden dunkel und etwas angehangen ist. Aber das sind die guten Röststoffe von Gemüse und Knochen. Diese Röststoffe werden dann beim Aufgießen mit Wasser wieder gelöst. Und das machen wir mit kaltem Wasser. Mit kaltem Wasser deshalb, dass sich die Fleischporen der Knochen öffnen können. Und jetzt erst geben wir Salz hinzu. Und jetzt warten wir mit 1,5 bis 2 Stunden Kochzeit ab, dass sich die ganzen Inhaltsstoffe, die noch im Fleisch drin sind, in der Suppe lösen. Dass wir eine gute Grundlage für unsere Bohnensuppe haben. Na, bis hierher gefällt mir das schon mal. Mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt schäle ich die Kartoffeln und schneide sie in kleine Würfel. Die Kartoffeln werden jetzt gekocht.
in ausreichend Salzwasser. Nach dem ersten Aufkochen der Brühe wird abgeschäumt. Dabei handelt es sich um Eiweißstoffe überwiegend aus den Knochen. Meine nächste Arbeit ist das Schälen von Karotten, um sie anschließend in Würfel zu schneiden. Sie kommen nach 10 Minuten Kochzeit zu den Kartoffelstückchen dazu. Vom Staudensellerie entferne ich noch die saftigen grünen frischen Blättchen und lege sie zur Seite. Dann schneide ich den Rest in grobe Stücke, ebenso von gut gewaschenen Lauch. Als nächstes schneide ich gleich noch die Bauernwürstchen zum Anbraten in grobe Scheiben. Und auch gleich noch die geräucherte Bauernwurst, aber die wird extra gelegt. Beides natürlich wieder vom Metzger meines Vertrauens. Und unsere Brühe sieht echt lecker aus, nach einer Stunde Kochzeit. Jetzt noch die Chilischote, halbieren, die Seitenwände und die Kerne entfernen und dann in feine Streifen schneiden. Auch frischer Thymian. Fein geschnitten darf in einem Eintopf nicht fehlen. Und Peterle? Oma Betty, gibt es auch noch Peterle dazu? Ja, natürlich, Kasperle. Peterle habe ich auch. Und die schneide ich auch ganz fein. Nun etwas Öl in die Pfanne und die Speckwürfel ganz kross anbraten. So, das reicht. Der Speck ist schön kross. Und ohne das Fett kommt er erstmal weg. Und hier hinein geben wir gleich die Bauernwurst. Die zum Anbraten geeignet ist. Nach dem Anbraten kommen sie heraus, das Fett bleibt noch in der Pfanne. Das benötigen wir noch. Da hinein kommt nämlich jetzt unser geschnittener Lauch und Staudensellerie. Anschließend salzen und auch etwas Pfeffer gehört dazu. Wie ihr seht, der Lauch hat die ganzen guten Röststoffe vom Speck und von der Wurst aufgenommen. Und wir haben ihn nur bissfest gegart. Oh, die Brühe ist schön goldgelb und klar nach 1,5 Stunden. Ich gebe jetzt von der Brühe ein bisschen in den Lauch, damit sich die Inhaltsstoffe vom Pfannenboden lösen und stelle sie zur Seite. Das Kartoffelwasser gießen wir in diesem Falle mal nicht ab. Und wir verwenden den schönen Fond der Karotten und der Kartoffeln, die so richtig voll von guten Inhaltsstoffen sind. Die kommen mit in die Bohnensuppe. So, unsere Vorbereitungen sind schon ganz gut vorangeschritten. Und unsere Brühe kocht immer noch. Das duftet. Oma Betty, Ja, mein lieber Suppenkasper. ich glaube, es ist soweit. 2 Stunden reicht doch, oder? Du hast recht, 2 Stunden reichen. Und deshalb kippe ich die Brühe jetzt in ein Sieb ab. Die Knochen und das Gemüse sind so richtig gut ausgekocht. Alle guten Stoffe sind in der Brühe. So, und jetzt kommen die Bohnen ins Spiel. Die Kidneybohnen sollte man über ein Sieb mit kaltem Wasser abspülen. Und alle anderen kann man mit dem Wasser verwenden. Zum Ausspülen kann man schon ein bisschen Brühe nehmen. So viel Brühe auffüllen, wie man denkt, dass es einem genug ist, also je nach Belieben. Der geschnittene Thymian darf noch etwas mitkochen. Der Speck und die Würstchen können auch schon dazu. Jetzt kommen meine Karotten und Kartoffeln noch mit dazu. Mit dem Kochwasser. Mein Lauch. Unsere Würstchen kommen noch mit dazu, dass die auch mit heiß werden. Das ist die Bauernwurst, die man nicht braten kann, die nur in die heiße Suppe kommen. Die dürfen
dürfen nicht über 140 Grad erhitzt werden. Nach Belieben etwas Chili für die Schärfe. Jetzt kann das alles schön heiß werden. Ein ganz kleines bisschen Bindung hat es schon bekommen durch das Kartoffelwasser. Naro, diese Bohnensuppe habe ich gut gemacht. Du? Da könnte ich mich gar nicht erinnern, dass du die gekocht hättest. Schelm, wie immer. Zum Finale meiner deftigen Bohnensuppe schneide ich noch die zarten Blättchen des Staudenselleries in ziemlich grobe Stücke. Fertig! Petersilie und Sellerie zur Dekoration dazu und ich wünsche einen guten Appetit. Naro. Und einen guten Appetit wünsche ich euch bei unserer Bohnensuppe, die ich mit Oma Betty gekocht habe. Und tschüss, euer Suppenkasper.